Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel ist ein traditionelles österreichisches Gericht und ein beliebter Bestandteil der Wiener und österreichischen Küche. In Österreich wird das Gericht traditionell mit einer Zitronenscheibe oder Kartoffeln mit Petersilie und Butter serviert. Man sagt, Yardmarschall Josef hat das Rezept im 19. Jahrhundert aus Italien nach Wien gebracht. Also ist es wichtig, die Geschichte der Geburtsstadt von dieses Gericht zu kennen. Wien ist die Stadt in Österreich mit der höchsten Bevölkerungszahl, etwa 2 Millionen Menschen. Österreich war das größte deutschsprachige Land und das Zentrum des europäischen Handels. Das hat neue Gerichte wie das Schnitzel gebracht. Die Hauptzutat für unser köstliches Schnitzel ist Fleisch. Nehmen Sie Ihren Lieblingsbogen und gehen Sie auf die Jagd. In diesem Video benutzen wir Kalbfleisch, aber Sie können auch Hühnchen- oder Schweinefleisch benutzen. Für 2 Portionen brauchen wir 2 Stücke von 160 Gramm. Wir auch brauchen 2 Eier, und 75 Gramm Mehl, Ja. 150 Gramm Semmelsbrösel, eine halbe Zitrone, eine Prise Salz und Pfeffer, ein Esslöffel Butter und etwas Pflanzenöl. Gießen Sie das Speiseöl vor allem in eine Pfanne und lassen Sie es erhitzen. Schritt 1. Nehmen Sie Ihre Fleischstücke und decken Sie sie in Plastikfolie ab oder legen Sie sie in eine saubere Plastiktüte. Verwenden Sie dann etwas Flaches, um es sanft zu schlagen. Wir empfehlen, von der Mitte aus zu beginnen und an den Seiten zu enden. Schritt 2. Nehmen Sie die Plastikfolie ab und würzen Sie das Fleisch mit Salz und Pfeffer, wenn Sie möchten. Schritt 3. Bereiten Sie Mehl und Semmelsbrösel auf verschiedenen Flaschentellern vor. Die Eier in eine Rührschüssel geben und mischen. Schritt 4. Nehmen Sie das Fleisch und tauchen Sie es in das Mehl. Vergessen Sie nicht, zusätzliches Mehl abzuschütteln. Dann tauchen Sie es in die Eier und später in die Semmelbrösel. Schritt 5. Geben Sie einen Esslöffel Butter und das Fleisch mit heißem Öl in die Pfanne und auf jede Zeit 2-4 Minuten goldbraun kochen. Das Schnitzel herausschieben und auf einem Papiertuch abtropfen lassen. Und voilà, das Wiener Schnitzel ist fertig. Das klassische Wiener Schnitzel wird meist mit Kartoffelsalat an der Seite serviert. Nein, Mark, nein! Nicht Kartoffeln und Salat! Kartoffelsalat! Das tut uns sehr leid. Manchmal ist es so schwer, mit diesem Empfängerköchen zu arbeiten. Guten Appetit! In der nächsten Folge werden wir traditionelle deutsche Würste kochen.